Heute geht's mal wieder um mein LED Liberty. Er hat noch eine große Schwachstelle und ich werde heute versuchen, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Und wenn mir das gelingt, dann ist es wirklich ein absolut perfekter Mäher. Viel Spaß! Was werde ich heute versuchen? Ja, beziehungsweise was stört mich an dem LED Liberty? Ich habe ja schon mehrere, so unglaublich viele Videos über dieses Teil gemacht und ich finde, im Großen und Ganzen ist er wirklich, wirklich gut. Es passt soweit. Er hat zwar einen Konstruktionsfehler, den habe ich ja belegt, habe ich ja schon viele Videos, habe ich auch schon öfters mal erwähnt im Video. Jedoch eine große Sache stört mich noch unglaublich. Und nein, es ist nicht die profilierte Frontrolle, es ist auch nicht die Schnitthöheneinstellung, die ich natürlich auch gelöst habe. Mich stört unglaublich. Der Mäher ist wahnsinnig langsam, er ist viel zu langsam. Er geht wirklich nur im Schneckentempo. Und zum Vergleich, damit ihr das alles mal so einen Eindruck habt, vor allem diejenigen, die Kinder haben. Mich hat mal einer angeschrieben per E-Mail und hat gefragt, wie schnell ist denn der LED Liberty, wenn du hast im Video gesagt, er ist zu langsam. Wie kann ich das vergleichen? Dann habe ich ihn gefragt, ob er Kinder hat. Er hat gesagt, ja natürlich, er hat 2 Kinder. Dann habe ich geschrieben, als seine Kinder laufen gelernt haben und man hat die Kinder so an 2 Finger und die Kinder fangen an, so mit 1,5 Jahren an zu laufen. Genau dieses Tempo hat dieser LED Liberty auf der höchsten Stufe und das ist für mich persönlich deutlich zu langsam. Ich habe 300 Quadratmeter, er könnte wirklich viel schneller gehen. Mir ist es einfach zu langsam. Deswegen werde ich heute versuchen, dass ich die Übersetzung ändere. Ich habe mir da mal Gedanken gemacht, wie das Ganze funktionieren könnte. Und ich werde es jetzt einfach mal versuchen. Ich demontiere alles. Ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert, wie die ganze Mechanik hier ist. Und da, ja, hoffe ich doch, dass ich irgendeine Lösung finden werde. Wenn nicht, dann mache ich so lange rum, bis ich was finde. So wie ich mich kenne, finde ich da schon irgendwie eine Lösung. Ich erkläre euch mal, wie das Ganze hier funktioniert. Ihr seht jetzt hier im Hintergrund die ganze Mechanik. Und zwar habt ihr hier den Bereich, hier ist der Motor. Dieser treibt mit einem ganz kleinen Zahnrad, treibt er die große Zahnriemenscheibe an. Die dreht sich dann weiter. Und hier wird mit der kleinen bzw. mit der großen Scheibe wird dann die Spindel angetrieben. Da ist nochmals eine Mechanik drin, die sehen wir gleich. Und wenn ich dann den Griff betätige für den Fahrzug, damit er fahren soll, dann zieht's den Zahnrippenriemen hier straff und somit treibt er auch noch diese Scheibe hier an und diese Scheibe dann sorgt für einen Vortrieb. Das bedeutet, wenn ich etwas ändern sollte bzw. möchte, dann darf ich immer oder dann muss ich immer beide ändern, denn wenn ich jetzt nur hergehe und nur diesen Bereich hier ändere, also für den Vortrieb ändere, für den Vortrieb ändere, dann passt meine Schnitte pro Meterzahl nicht mehr und somit habe ich das Problem, dass ich wieder Rippchen, ein Manchester-Muster reinbekomme. Deswegen muss ich auch diese Scheibe hier ändern. Also ich muss eigentlich immer beide Scheiben ändern. Und das Ganze werde ich jetzt auch mal machen. Ich demontiere alles und schaue dann einfach mal, wie das Ganze aufgebaut ist und ob man sowas hier als Ersatzteil bekommt. Ich denke schon. Es sieht jetzt nicht besonders hochwertig aus. Und ich denke, da müsste man schon irgendetwas finden. Damit ihr mal seht, wie langsam der LED ist, mache ich jetzt hier einfach mal, weil ich
Ich würde gern rausgehen auf meinen Rasen und würd euch das gern mal zeigen. Aber wir haben derzeit tagsüber -8 Grad und nachts haben wir, nachts haben wir -8 und tagsüber -3, so rum. Und es liegt Schnee und alles. Wir haben richtig beschissenes Wetter momentan. Deswegen kann ich es euch nicht zeigen. Deswegen zeige ich es euch jetzt mal so. Und zwar klebe ich hier einfach mal ein Streifen Klebeband hin. Dann seht ihr, ich lasse ihn jetzt einfach mal laufen. Erst in langsamer Stufe und dann erhöhe ich mal die Geschwindigkeit in höchster Stufe. Dann habt ihr ungefähr mal eine Ahnung, wie schnell sich das Ganze dreht und wie das Ganze denn so ist. Ja, ihr habt es gesehen. Ich finde es extrem langsam. Kommt jetzt hier vielleicht auch etwas schneller rüber durch die kleine Walze. Aber später beim Gehen ist es, wie gesagt, zu langsam. Ich brauche einfach zu lang. Deswegen werde ich das Ganze jetzt einfach mal umbauen, ausbauen und mir das Ganze mal anschauen. Ja, ich ziehe mir erstmal Handschuhe an. Nicht, weil ich mir die Hände nicht schmutzig machen will, das wäre mir völlig egal. Mir geht es einfach nur darum, wenn ich immer an meine ganze Kamerasysteme hinfasse, dass ich da nicht die ganze Schmiere und Zeug dran habe. Wir machen jetzt erstmal die kleine Riemenscheibe hier auf. Und zwar kann man hier ganz oben, kann man schön mit einem, kann man dagegen halten. Das ist speziell so gemacht, dass man hier dagegen halten kann. Das ist okay. Also wirklich sehr gut eigentlich gelöst. Das passt soweit. So. Den lösen wir jetzt mal. Dann haben wir schon mal hier den Keilriemen gelöst und auch hier ist die gleiche die Keilriemenscheibe ist das. Das ist die gleiche Keilriemenscheibe, nur in klein. Die war hier drauf und da sieht man schon, dass der Ellet hier etwas Spezielles hat. Das kann ich nachher mal zeigen. Und zwar, das ist wie so eine Gewindestange, die ist aber eher so oval, habe ich noch nie gesehen. Also gesehen habe ich schon mal, aber ich weiß nicht, wie man das nennt. Und zwar ist das Gewinde nicht durchgängig, sondern es ist hier und hier abgesägt, das Ganze. Aber wie gesagt, das zeige ich euch nachher noch kurz. Dann lösen wir jetzt mal diesen Bereich hier. Da geht man am besten mit einem langen Werkzeug dagegen, damit man das dagegen halten kann. Fährt bis zu diesem Punkt. Und dann kann man das Ganze schön aufmachen. Und dann hat man schon das meiste hier erledigt. Muss man erst die hier noch runter machen, sonst geht die hintere nicht runter. Da braucht man was Kleineres. Das ist ein 10er Schlüssel. Und diesen machen wir jetzt auch noch runter. Und dann seht ihr die ganze Mechanik, wie das Ganze denn funktioniert. Hier sieht man schon, es sind Zahnräder und an der Spindel bzw. an jeder Kassette ist da auch ein Zahnrad. Das bedeutet, diese zwei Zahnräder treiben wiederum das Zahnrad an, das hier dagegen kommt. Und wie ich auch sehe, es ist alles hier relativ trocken. Da werde ich auch später noch etwas Fett reintun, weil also mir ist das wirklich zu trocken. Das sind alles drehende Teile und das ist alles extrem trocken, das Zeug. Okay, dann kommt dieser Bereich hier noch runter. Das hier ist nur ein Riemenspanner. Den kann man eigentlich auch lösen. Mache ich später. Das ist nur ein Riemenspanner. Und diese Scheibe hier haben wir auch gelöst. So. Und diese, wie ihr seht, das ist keine einzelne, ist keine zusammenhängende Scheibe, sondern diese ist hier komplett zweigeteilt. Und die war hier nur drauf mit einer Distanzhülse.
Okay, so schaut das Ganze aus. Jetzt seht ihr auch mal hier den Zug. Das passt soweit. Hier werde ich noch alles fetten. Da werde ich auch ein bisschen Fett hin tun. Und das passt soweit. Ja, so schnell hat man den kompletten Mäher zerlegt. Und jetzt kommt man überall wirklich perfekt hin. Und wie ihr seht, das hier ist die Riemenscheibe. Diese werde ich jetzt ersetzen. Und wenn ich da eine kleinere drauf mache, dann läuft er schneller. Und das Ganze muss ich auch hier machen. Und dann dreht sich auch die Spindel wieder schneller. Wir haben jetzt hier 150 mm an Durchmesser. Ich werde schauen, dass ich so eine 100er bekomme. Ich denke, das passt dann. Das sind so 30% ungefähr schneller. Ich rechne mir das Ganze nochmals aus. Und ich denke, im Großen und Ganzen müsste es dann passen. Die Aufnahmen hier, also ihr seht, man hat hier ein normales rundes Loch, ein 22 mm Loch. Das passt soweit, das ist okay. Und die Aufnahme wird hier nur gebohrt, damit ich das Ganze drüber schieben kann. Hier seht ihr auch nochmal, ist die gleiche Aufnahme wie hier oben. Das ist auch wieder die Gewindestange mit dem ovalen. Vielleicht kennt sich ja einer von euch aus und kann mir mal sagen, wie das Teil heißt. Habe ich so, wie gesagt, nur ein-, zweimal gesehen. Hier seht ihr auch nochmal im Großen. Gehen wir hin einen weißen Hintergrund. Das ist eher so oval, also mit Gewinde und dann oben durch oval, damit das Ganze mitgedreht werden kann. Okay, dann mache ich mich einfach auf die Suche und dann wäre es eigentlich schon. Also ich hoffe, es funktioniert. Es sind 3, 4 Tage vorbei, als ich hier alles zerlegt habe und ich das Ganze euch gezeigt habe. Ja, ich habe wirklich das ganze Internet. Das ist unglaublich. Das ist echt unglaublich. Ich habe keine Ahnung, was Ellet hier verbaut hat. Ob es eine Eigenkonstruktion ist oder was es ist. Aber Fakt ist, ich habe wirklich das ganze Internet durchsucht. Ich finde die verfluchten Riemenscheiben finde ich nicht. Die gibt's nicht. Die sind alle, das ist alles Marke Ellet Eigenbau, nenne ich es jetzt mal. Sowas gibt's wirklich nicht. Ich hätte nie gedacht, dass es so schwierig ist, hier was Passendes zu finden. Nicht nur wegen der Größe, sondern die ganze Form gibt's nicht. Alle Riemenscheiben, die man kaufen kann oder anfertigen lassen kann, das sind richtige massive Riemenscheiben, die auch deutlich dicker sind. Denn ihr seht, diese hat nur 16 mm hier und die verjüngt sich extrem auf, ich sage jetzt mal 2 mm, vielleicht auch 3 mm. Und alle andere, die ich kaufen kann oder bauen lassen kann, wie auch immer, die sind so massiv, die haben zwischen 16 und 20 mm. Und dann würde ich weiter rauskommen hier in diesem Bereich und dann wäre der ganze Keilriemen, der würde dann schief laufen und das würde nicht funktionieren. Ja, ich habe wirklich echt alles probiert. Ich habe nichts gefunden, das mich... Sorry, nee, ich sag's jetzt nicht. Das ist immerhin öffentlich. Es ist einfach nur ärgerlich. Es ist wirklich ärgerlich. Mich nervt das Ganze gerade tierisch. Ich bin fix in alle. Ich habe jeden Abend gesucht und gemacht. Ich war in jedem Internetshop und da gibt's wirklich gar nichts. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Diese Scheiben gibt's nur original von Ellet. Es gibt andere von Husqvarna, habe ich noch Scheiben gefunden. Die sind dann ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Dann sind sie ein bisschen dicker. Aber da ist nichts dabei, wo mir persönlich zusagen würde. Die haben dann 112, das ist zwischen 112 und 115, kein großer Unterschied. Nicht so groß, wie ich eigentlich haben möchte. Ich möchte einfach ungefähr doppelt so schnell haben. Und wie gesagt, da muss ich irgendwo was anders suchen. Ich habe mir aber was anderes einfallen lassen. Und zwar zeige ich euch das kurz. Mein Gedanke war, den oberen Bereich irgendwas zu ändern. Das geht aber nicht, denn da habe ich ja das gleiche Problem, nur in klein. Und das funktioniert also so auch nicht. Ja, gut. Ich werde mir was anderes einfallen lassen. Ich werde nicht die Sekundärübersetzung ändern, sondern ich werde die Primärübersetzung ändern. Ich versuche es zumindest. Ich zeige es euch mal. Ich habe es euch Anfang, glaube vom Video auch mal gezeigt. Und zwar, ich werde versuchen, diesen Bereich hier zu ändern. Die hier.
das wäre noch so mein Gedanke. Ich baue jetzt einfach mal den Motor ab, ich baue den Akku ab und schau mal, was hier geht, ob ich da vielleicht irgendeine Möglichkeit habe. Aber auf jeden Fall in diesem Bereich hier, da kann ich nichts ändern. Das funktioniert definitiv so nicht. Es ist wirklich schade. Gut, dann mache ich mich einfach mal an den Motor ran. Ich zerlege den Motor, beziehungsweise ich zerlege nicht den Motor, ich baue ihn ab. So wie es ausschaut, ist er wirklich nur mit 4 Schrauben befestigt. Das wäre natürlich echt der Wahnsinn. Also ich sehe zumindest keine andere. Ich baue das Ganze jetzt einfach mal auseinander. Und dann sehen wir gleich, was dabei rüberkommt. Ja, ansonsten wäre das wirklich mega gut, wenn die Primärübersetzung geändert wird. Denn Zahnriemen und so, den kann man ja alles nachkaufen. Das wäre ja nicht das Problem. Okay, es scheint wirklich nur, das war schon, ich glaube es ja nicht. Okay, das sind wirklich nur, ich habe einen komplett in der Hand, der ist gar nicht so schwer. Ich habe eigentlich gedacht, der ist schwerer. Akku ist ja auch noch drin. So schwer ist der gar nicht. Das war's. Da keine Kratzer reinmachen, da lege ich mal was hin, dass da keine Kratzer reinkommen. Da mal was hinlegen. So. Das war's. Wow, hab's mir ehrlich gesagt wirklich schwerer vorgestellt. Ich hoffe, das geht auch so einfach von der Übersetzung her ändern. Falsch rum. Ist noch so ein Blech hier. Das war's. Ah ja, hier sieht man dann auch noch mal ein Kugellager. In dem Kugellager läuft dann dieses kuriose Teil. Das ist schon mal der Zahnriemen. Okay. Sieht alles ganz einfach, simpel aus. Da hängt's. Okay. Gut. Oh. Ihr könnt es vielleicht erkennen. Es ist wirklich ein kompletter Guss. Das ist Aluguss. Druckguss? Ne, ich glaube, das ist gefräst. Keine Ahnung, kenne mich da nicht so aus. Das Ganze sieht wirklich, also ist auf jeden Fall ein Teil. Oh, schaut sehr kompliziert aus. Und da sieht man auch wieder die typisch Ellet, ja, das komische ovale Teil, das ja hier die ganzen Scheiben angetrieben hat. Okay, gut, egal. Ich würde sagen, ich schau mal, was sich da machen lässt. Ich messe auf jeden Fall mal den Keilriemen aus, was er hat. Und dann schaue ich einfach mal nach einem neuen Keilriemen. Zahnriemen ist 4,5 müsste es sein. Ich schaue einfach danach im Internet. Ich schaue mir alles an und überlege mir da was, dass ich dann hier was, ja, ich sag mal was ein größeres, da muss ich dann ein größeres drauf machen. Muss ich überlegen. Genau, hier größer oder hier kleiner. Hier geht aber nichts ändern. Also das bedeutet, hier kann ich ja nichts ändern, weil das ist ja ein Druckguss. Somit kann ich nichts ändern. Das bedeutet, ich müsste hier was Größeres drauf machen. Und da schaue ich mal, ob ich diese Welle hier runter bekomme. Und dann einfach eine neue bzw. eine andere Welle anfertigen lasse. Hier ein größeres Zahnrad drauf. Und dann müsste ich theoretisch eine andere Übersetzung haben. Ja, ich grüße euch. Hab mich versaut, nee. Ich bin eigentlich wirklich nicht gut drauf. Mich kotzt der ganze Umbau gerade echt an. Sorry, wenn ich so einen Ausdruck verwende, aber es ist wirklich, wirklich ärgerlich. Ich habe langsam das Gefühl, Ellet hat hier in dem kompletten Meer
eine Eigenkonstruktion, Ellet Spezial gebaut. Entweder wollen sie mich einfach ärgern oder haben sie es wirklich bewusst so gemacht oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, Fakt ist, ich zeige es euch mal. Ja, was soll ich sagen? Diese Zähne hier, also zum einen ist ja natürlich, wie gesagt, das Ganze schon komplett in einem Stück gefräst. Diese Zähne und dieser Zahnriemen machen mir gerade echt tierisch Probleme, denn die Teilung der Zahnriemen, den gibt's nicht. Das ist wirklich, wirklich komisch, den gibt's nicht. Es gibt, ich habe mich so viel damit beschäftigt die letzten Tage, es gibt unglaublich viele Zahnriemen, zig verschiedene Bezeichnungen, ich glaube es gibt 6 oder 7 verschiedene, die sind wiederum unterteilt in verschiedene Größen. Es gibt zum Beispiel eine Teilung 5 mm, 10 mm und, so geht es weiter. Und dann gibt es einen Spezialriemen, auch es gibt auch Zollgrößen, und da habe ich eigentlich gedacht, weil die aus England kommen, ist vielleicht eine Zollgröße. Zoll hat eine Teilung von 5,08 mm. Wenn ich das Ganze ausmesse, die Teilung, komme ich auf eine Teilung von 4,7 mm. Und das gibt's nicht. 4,5 habe ich gefunden, 5 mm und dann geht's gleich bei 8 weiter und dann bei 10. Darunter gibt's noch 2,5, aber wie gesagt, den Zahnriemen gibt es nicht. Jetzt habe ich einen richtig coolen Shop gefunden, zahnriemen24.de. Da habe ich auch angerufen, habe auch gesagt, dass ich so einen Zahnriemen benötige und vor allem auch hier auf meinem Motor, dass ich da was benötige. Und die sind wirklich richtig kompetent, die waren auch richtig cool drauf im Telefon. Das hat echt gut gepasst. Jedoch haben die mir bestätigt, den Zahnriemen gibt es gar nicht. Jetzt habe ich natürlich mehrere Möglichkeiten. Ich habe jetzt die Möglichkeit, mehrere Zahnriemen durchzuprobieren. Da das aber alles Sonderanfertigungen sind, also das wurde mir so erklärt, dass die Zahnriemen hier alle auf einer ganz langen, breiten Rolle produziert werden und dann nachträglich abgeschnitten werden. Und die sind ja alle geschlossen gefertigt und somit wäre es von der Rückgabe ausgeschlossen, was ich auch verstehen kann. Weil wenn jeder so einen Zahnriemen zurückgibt, dann haben die ja wahnsinnig viel auf Lager. Und deswegen, muss ich mir was anderes einfallen lassen. Das bedeutet, diese Zahnriemen gibt es eigentlich nur bei Ellet und nur in dieser Größe. Jetzt werde ich mir was anderes einfallen lassen, in der Hoffnung, ja, ich weiß nicht, ich überlege mal, bevor das ganze Projekt stirbt, werde ich irgendwas werde ich vielleicht noch, ich werde mir einfach was überlegen und mal schauen, ob ich da irgendwie noch etwas retten kann oder ob ich ihn einfach wieder zusammenbaue und mir doch ein Swordman kaufe. Keine Ahnung. Ich halte auf jeden Fall auf dem Laufenden. So, heute bin ich wieder gut drauf, denn ich habe eine richtig coole Idee gehabt. Ich hoffe, die funktioniert. Ich muss es jetzt mal genau schauen und zwar gehe ich wie folgt her. Ich gehe her und habe ich mir was überlegt. Der Motor sitzt ja hier. Und hier sitzt ja im Prinzip diese Welle hier drauf. Oder drin, muss man sagen. So. Und hier ist ja dann der Zahnriemen. Jetzt habe ich mir hier überlegt, was wäre, wenn ich in diesem Bereich beim Motor einfach einen neuen Riemen drauf mache. Also ein neues Zahnriemenrad drauf mache. Das über diese Welle geht. Die Welle bekomme ich übrigens gar nicht runter. Ich habe keine Ahnung, wie die drin ist. Ich habe auch bei zahnriemen24.de gefragt. Die haben gesagt, könnte mit dem Splint sein. Ich habe hier ein durchgängiges Loch. Ich bekomme aber diese Welle irgendwie nicht ab. Also dieses Zahnrad bekomme ich nicht ab, aber ist auch völlig egal. Denn meine Idee ist jetzt folgendes. Ich gehe auf diese Welle hier drauf und mache hier ein neues Zahnriemenrad drüber. Und jetzt kommt's, da ja der Zahnriemen, dann kann ich im Zahnriemen wählen, den ich möchte. Da gibt's auch welche, die sind leiser, da gibt's auch welche, die sind einfach, die können mehr Kraft übertragen. Und da möchte ich dann auch einfach hergehen und möchte hier in diesem Bereich
auch nochmal so ein großes Rad drauf machen. Weil das ist ja kein Thema, das kann ich ja hier durchstecken. Also hier kann ich ja drüber und dann ist zwar das Rad hier einfach so, das läuft halt dann leer mit, aber die beiden Räder sind dann parallel nebeneinander mit einer anderen Übersetzung. Das hätte auch wiederum den Vorteil, ich kann jederzeit wieder zurückbauen, ohne großen Aufwand. Und theoretisch müsste es funktionieren, aber theoretisch haben die anderen zwei Planungen auch schon funktioniert, in der Praxis leider nicht. Ich werde jetzt einfach mal schauen, wie das Ganze, ob ich da was herbekomme oder nicht. Und ja, dass es da aber dann das Video sonst so lang werden würde, würde ich einfach sagen, ich mache einen Zweiteiler draus. Und ihr dürft gespannt sein, ich mache mich da mal schlau, ich werde was bestellen und im zweiten Teil werdet ihr dann sehen, ob das Ganze funktioniert oder nicht, ob das Projekt eingestampft wird oder ob es vielleicht doch funktioniert und es sogar ein Swordman-Killer wird. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bleibt spannend. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wie gesagt, ich melde mich. Der zweite Teil wird auf jeden Fall demnächst dann kommen. Und ich freue mich schon. Bis dann. Ciao.